Hallo Leute, willkommen. Ich möchte euch einfach mal was zeigen über AWS Marketplace. Reinkommen kommt man mal ganz schnell und billig, alles ist kostenlos und was für schöne Angebote. Aber dann wieder rauszukommen, das ist also ein Gräuel und das ärgert mich einfach, zumal hier in Europa inzwischen eine Ein-Klick-Kündigung eingeführt worden ist. Also Kündigungen müssen für Kunden sehr einfach und möglich durchführbar sein. Aber das scheint Amazon überhaupt nicht zu interessieren. Das ist immer bei den Großen. Die Großen machen, was sie wollen mit den Verbrauchern, Firmen und was auch immer. Ja, so, wollen wir mal gucken. Also, Market Management Konsole. So, okay. Ich logge mich dann einfach mal ein. So, jetzt sehe ich hier ganz viele Sachen und dann sehe ich hier schon wieder, also Kosten für den aktuellen Monat 6,98. Dabei habe ich vorher alles gekündigt und das schon mehrfach. Ja, und ich habe sogar im Budget einen Festbetrag eingesetzt, der nicht überschritten werden darf. Gucken wir hier mal AWS Budgets, ob wir da jetzt an die Seite kommen, die wir suchen. Weil es sind hier zigtausend Seiten. Das ist natürlich ein schönes, tolles, großes System. Aber es muss ja auch irgendwo so transparent sein, dass man es einfach erkennen kann. Hier sieht er, überschritten. Aber er verbraucht mehr, ja, und berechnet mehr, als das als Budget fest begrenzt ist. Das Budget soll so sein, dass nicht mehr Geld ausgegeben wird, als was als Budget festgelegt wurde. 5 Dollar sind natürlich viel zu wenig, ist ganz klar. Aber ich habe ja die Service, die will ich ja gar nicht mehr nutzen. Ja? Äh, Es war so gewesen, dass ich vorher mal die Dienste genutzt habe. Und die kann man dann ja auf monatlicher Basis nutzen und auch wieder kündigen. So, und da habe ich natürlich ein viel höheres Budget auch eingegeben. Ich habe dann allerdings festgestellt, dass die Kosten immer weiter nach oben gehen und dass man immer mehr machen muss, um Angriffe von außen selbst abzufangen. Denn das AWS selbst fängt keine Angriffe von außen ab. Ja, das lässt einfach im Prinzip alles durch. Und das ist natürlich ein großes Problem. So, wenn ich dann aber ein Budget eingebe, ja, hier man sieht es, da habe ich schon gekündigt und habe gesagt, ich drehe das Budget nach unten, damit nichts mehr ausgegeben werden kann. So, jetzt versuche ich seit August, September hier bei denen aus den Verträgen rauszukommen. Also Leistungen zu kündigen, alles abzuschalten, was ich mal gehabt habe. Jetzt bin ich sogar so weit gegangen, dass ich inzwischen meine Kreditkarten rausgenommen habe. Aber das ist so nicht möglich. Die letzte Kreditkarte kriegt man nicht rausgenommen, weil das System hier dann verlangt, eine neue Kreditkarte hinzuzufügen. Dann habe ich die Kreditkarte mit Xen versetzt und auch das wird einfach ignoriert. So, also ihr seht hier, es wird über das Budget ausgegeben. Also die Budgetbegrenzung, dass also das Versprechen, dass das Budget nicht überschritten wird, das seht ihr ja hier, wird mit 500% und mehr, es wird einfach nicht eingehalten. Angegeben sind 5 Dollar, dürfen nur ausgegeben werden im Monat und ausgegeben werden tatsächlich 31,48. Ja, das kannst du vergessen. Ja, das, wenn ich mir das mal vorstelle, auch ein Betrieb, der jetzt sagen wir mal 200 Euro Budget festgelegt hat und entsteht aufgrund von Angriffen da ein Überlauf von 1000 Euro oder 2000 oder 10.000 oder 20.000, das wird vollständig abgerechnet, weil die Budgetkontrolle hier nicht sauber funktioniert. So, mit so einem System kann ich nicht arbeiten. Ich habe das gleiche, das damals auch schon mal gehabt bei Cloudflare, ja, wenn man ein Sicherheitssystem offeriert, ja, und
dann wird es auch von außen angegriffen. Die Frage ist nur, wie kümmert sich Cloudflare und AWS selber darum, Angriffe von außen abzufangen? Ja, und dann muss man natürlich auch Firewalls setzen, ganz klar. Aber Cloudflare, da war das so gewesen, die Angriffe, die wurden immer mehr zugelassen und genauso ist das in AWS auch. Ja, und gut, also wenn man dann natürlich die AWS so programmiert hat in der Firewall, dass alles abgefangen wird, dann werden im Monat immer mehr Kosten verursacht. Ja, das sind überwiegend, sind es also Abfanggebühren. Ja, aber das liegt auch eben daran, dass die ihre eigenen Abfangregeln nicht sauber genug programmiert haben. So, und damit kann ich nicht leben. Ja, jetzt habe ich unser Sicherheitsprojekt wieder auf den eigenen auf einen eigenen virtuellen Server in unserem dedizierten Server reingelegt. Und unsere eigenen Systeme der Sicherheit, die laufen auf diesem Host-System vollständig und automatisch. Und siehe da, die Angriffe gingen ganz schnell wieder zurück. Aber es ist natürlich eine gewisse Auslastung da. Ja, so, das geht überhaupt nicht. Gut, also, wir sehen hier also die Budgetgeschichte, das wird überhaupt nicht eingehalten. Jetzt gucken wir uns das dann einfach mal an, was wir denn an Kommunikation haben. Das wird jetzt ganz lustig. Also, ich habe jetzt versucht, achso, gehen wir hier mal auf Zahlungen und da gehen wir dann mal auf Transaktion. Ja, da sieht man also hier, dass die Zahlungen einfach von den Kreditkarten abgebucht worden sind. Ja, so, und dann müssen wir jetzt mal wieder suchen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Einstellungen sind für die Karten. Das ist nämlich ganz interessant. Zahlungspräferenzen, das wird wahrscheinlich da sein. Ja, gut, also hier ist meine Kreditkarte drin, aber ich habe diese hier schon verstümmelt. Ja, ich habe hier also XXX Delete XXX reingeschrieben. Das wird aber gar nicht, das übertragen Sie offensichtlich nicht an das Kreditkarteninstitut. Ja, also die Änderungen, die an der Karte gemacht worden sind, werden einfach nicht übertragen. So, ich habe also hier gesagt, auch in meinen Support-Geschichten, bitte seid so lieb und nehmt die Kreditkarte raus. Nein, das wollen sie nicht. Ich muss jetzt eine neue Kreditkarte zufügen. Natürlich wird die dann auch wieder belastet. Oder sie wird testweise erst einmal belastet. So, ich kann natürlich diese Kreditkarte beim Kreditkarteninstitut sperren lassen und mir eine neue Kreditkarte ausschreiben lassen. Kostet mich dann auch wieder 10 Euro Gebühren. Nur um aus dem Vertrag rauszukommen, das kann doch nicht angehen, sowas. So, es gibt keine Möglichkeit, hier diese Kreditkarten wieder zu löschen. Schaut euch das an. Ja, es ist nicht möglich. Und das, wenn wir hier gucken, bearbeiten, ja, da ist auch nichts. Ja, Kreditkarten können hier Zahlungsweise ändern. Man kann hier nicht die Kreditkarte rauskriegen. Ja, so. Also da ist nichts möglich. Man sucht sich hier also wirklich den Volk. Man kann nur eine neue Zahlungsweise zufügen. Aber man kann diese Kreditkarte, die kriegt man nicht raus. Ja, also eine Kreditkarte muss immer drin sein, ja, so dass Sie immer abbuchen können. Also es ist egal, was man macht. Wenn du einmal den Vertrag geschlossen hast mit AWS, kommst du da nicht mehr raus. Oder nur mit solchen Schwierigkeiten, wo ich immer noch gegen ankämpfe. Ich bin immer noch nicht draußen damit. Ja, so. Jetzt gehen wir mal in den Support. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo mal den Support finden. Tickets oder Support. Frage stellen. So.
Ja, guckt euch das an, was da alles für Funktionen sind und so weiter. Toll. Also du bist auf einer Seite und es ist, wenn du nach irgendetwas suchst, dann kriegst du diese gleiche Funktion zigmal angegeben. Du weißt aber nicht, was du machen sollst. Es ist zum Kotzen. Ja, es ist sowas von unsauber. Ich will keinen Fall stellen. Ich möchte in meine Support-Tickets reingucken. So, wo finde ich das jetzt wieder hier? So, also, da komme ich nicht weiter. Tickets, Budgets, Buckets, Ressourcen, Funktion, Dokumentation, Wissensartikel, meine Güte doch, Incident Manager, ich habe jetzt gar keine Störung. So, also, es ist wahrscheinlich hier oben irgendwo hinter meinem Ding hier jetzt, also versteckt. Benachrichtigungen. Gucken wir da mal rein. Event Log. Hier, Open Issue. Also man sieht ja hier, ja, was da passiert ist. Ja, so. Na gut, dann sind die einzelnen Fälle dann, also, nee, das ist das nicht. Operation Issue. Ah ja, das sind deren Probleme, die sie da haben. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nein, nein, das will ich alles nicht. So, also Ticket nochmal. Nein, da ist also nichts. Support nochmal. Wie kommen wir jetzt auf unsere Support-Tickets? Also auch das ist schon wieder unmöglich. Ja, komm, machen wir das mal anders. Kündigung. Ja. Kündigung, Vereinbarungen, Einführung in die Ressourcensuche. Also, Kündigung, da ist nichts. Sie suchen sich wirklich den Wolf. Ja, machen wir das jetzt mal anders. Gehen wir mal über Rechnungen. Ach, guck mal, hier haben wir ja auch nochmal so viel. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Wir suchen jetzt Kundenaktivierung. Nein, Kündigung. Kündigung, alle Services. Kündigung. Aktivierung, Startup, ne, Rechnungen. Rechnung. Funktion. Billingskonduktor. Abrechnungsgruppen, Bestellungen und Rechnung. Billing-Funktion. So. Ja, dann sind wir jetzt in Zahlung drin. Ah, wir sehen aber jetzt, guck mal, wir haben jetzt schon mal hier. Ganz tolle Sache. Rechnung haben wir hier. So. Da sehen wir nur die Sachen drin. AWS Servicegebühren. Annie. So. Also klicke ich da irgendwo rein. Nein, ich komme da nicht rein. Da. Es ist nichts, wo ich da reinklicken kann. Aber ich möchte mich ja an Bestellungen, Cost- und Usage-Report. Genau, das war auch so eine ganz tolle Sache. Ist ja schön, dass es sowas gibt, ne? Aber, ja, hier ist nichts, ne? Hier ist dann, guck mal, gar nichts. Aber vorher, da war mal was irgendwie. Kostkategories, Bestellungen. Sind da laufende Bestellungen? Nein, Sie haben keine Bestellung hinzugefügt. Ne, toll. Ja, so. Also, Cost Explorer. Ach, da ist das. Gut. Schauen wir da mal. Ja, also wir versuchen hier mit Absicht, also immer noch irgendwo zu kündigen. Ja, so. Und ich lasse das einfach mitlaufen, um das mal zu sehen, ne? Damit euch klar ist, worauf ihr euch da einlasst. Das ist Billing und Kostenmanagement. Ja, eine Erklärung, was das ist. Im Cost Explorer angucken. Ja, da kann man dann sehen, wie Kosten verursacht werden. So, das ist auch schon mal ganz gut, ne? So, und da, ja, kann man Feedback einreichen über also die Zugriffsberechtigung. Nein, das will ich alles nicht. So, aktuelle Berichte. Keine aktuellen Berichte, ja. Gesamtkosten. Irgendwo könnte man dann auch genau im Einzelnen sehen, was das dann ist und hat sich dann reingeklickt, aber man ist irgendwo da nicht
ja, also Kosten, ja, Gesamtkosten, Kosten. Also ganz tolle Sache. Berichte, Budget, hey, Savings Plans, Reservierungen. Naja, also, da komme ich nicht weiter heute. Also, das ist irgendwie zum Kotzen. Ja, und dann wollen wir mal wieder versuchen, Kostenmanagement. Also gehen wir mal wieder zurück. Hier irgendwo auf Rechnung. Oder war das hier? Bestellungen, Kostenzuordnungstags, Cost Explorer, Budgets. Sparpläne. Ja, nee. Verträge? Auch nicht. Laufende Verträge. Nein, da ist also auch nichts. Irgendwo immer nur Funktion 2. Ja, guck mal da mal. Nee, Aufträge. Ja, guck mal da mal rein. Nein, also, man wird hier krank gemacht, wenn man irgendwo Dienstleistungen kündigen will. So, jetzt muss ich mir ganz schnell einmal helfen über meine E-Mail, also ich habe ja irgendwann ja mal eine Mail von denen bekommen und dann kommen wir in dieses Ticketsystem rein. Aber dann starte ich das jetzt gleich nochmal neu. Dann mache ich jetzt mal eine kleine Pause. So, ich bin jetzt über eine Mail wieder eingestiegen. Also, wenn man was dann so quasi Chat oder Ticket oder irgendwas geschrieben hat, hat man die Möglichkeit, einen Chat zu öffnen oder um Rückruf zu bitten oder dass man das im Web löst. Mail gibt es nicht. Also den Mailverkehr, den mögen sie nicht, ne? Weil das wird dann vielleicht auch an anderer Stelle protokolliert. So, ich bin jetzt wieder darüber eingestiegen, über meine E-Mail, ja, und ich habe ja nun schon etliche Male mit denen. Wir drehen uns da auch immer wieder im Kreis, ne? So, das ist ganz klar, dass sie jetzt von mir nichts mehr gehört haben, ne? So, jetzt soll ich hier irgendwas in der Management-Konsole in WAF öffnen. Ja, machen wir das hier auch einmal. Das wollte ich eigentlich nicht mehr machen, weil es kann doch nicht angehen, dass ich mich dem Wolf hier so... genau, das ist das. So, und wo sind jetzt hier meine Verträge? Da ist nichts drin. Jetzt muss ich mich wieder hier durchgucken. Ja, ich finde da nichts. Also, anstatt mich direkt in den Vertrag reinzuleiten und dass ich dann klicken kann auf Cancel. Nein, ist nicht so. Äh, am 3. Februar. Es ist alles gecancelt. Sie dürfen nicht abbuchen von meinem Konto und so weiter. Das steht in meiner Mail hier drin und trotzdem haben sie wieder abgebucht. Ja, und das ist jetzt die letzte aus dem Support gewesen. Mal gucken, Support Cases. Chat, Cancel All Contracts, 3.1. Sie behaupten, dass das gelöst ist, das Problem. Nee, das Problem ist nicht gelöst. Jetzt kommen Sie zeigen mir wieder, ich soll da irgendwo reinklicken. Ja, mal gucken, hier. Da habe ich mit denen gechattet. Ah, okay. So, jetzt habe ich hier geschrieben. Also ich will alles kündigen und ich habe bereits im Oktober das Limit runtergesetzt, aber AWS hat das einfach ignoriert. Ich kann auch, es kann nicht angehen, dass ich keine Möglichkeit habe, das richtig zu kündigen. Und ich kündige das im Prinzip quasi hiermit. So, und jetzt steht hier wieder, um das jetzt hier zu löschen. Ja, so. Ich soll das hier anklicken. To choose Web ACLs. To choose ACLs. So, was sind denn hier? Web ACLs, ne? Also,
WebACLs, gut. Ja. WebACLs sind no WebACLs found. Ich wäre wahnsinnig. Da ist nichts drin. Ich kann nichts kündigen, wenn da nichts drin ist. So. Radio Button. Justice Associates. No, WebACLs no found. Radio Button. Wo ist denn der Radio Button? Choose AWS. Bot Control. Also. Ja. Ist egal. Ich habe ja geschrieben, ich cancel hiermit alles. So, es ist auch nicht transparent. Aber sie lassen mich da nicht raus. Dann kommt dann hier wieder, ich soll dann irgendwo da wieder einsteigen. Also, ich werde bescheuert. Ja. Reopen Case. Nee. Reopen Case. Create a new case. Account and billing. Billing. Invoice and reports. Generally in question. No? Next step. Additional information. So, jetzt machen wir hier. No. Solve now or contact us. Also, wir werden die jetzt kontaktieren, ne? Contact us. So, das muss man dann auch immer nochmal umschalten, ne? Sonst ist das nämlich automatisch wieder geschlossen. Ja, die sind ja ganz pfiffig, ne? Die haben keine Lust. So, jetzt habe ich wieder nur die Möglichkeit, Chat zu wählen, Phone, Web. Ja, ich werde wahnsinnig. Andernfalls kann ich das nicht absenden. Und dann kriege ich wieder so einen blöden Support-Mitarbeiter ans Telefon, an den Chat, ja, der das dann auch nicht regelt. Ich will noch mal kurz das dann hier. So, ich will euch dann hier auch noch mal kurz den Dialog zeigen, den ich jetzt eben gerade noch mal geführt habe. Der wurde nicht mit aufgezeichnet, weil es ein extra Fenster ist.
Ähm, ja, also das habe ich gerade eben abgeschickt und da diskutiert. So, also ich informiere quasi erst einmal darüber, dass es aufgezeichnet wird und dass es online geht, weil irgendwo muss man sich ja mal wehren. Ja, so. Er schreibt, was ihr Problem ist, kann er nicht verstehen. Naja, ist so klar. Aber er liest gar nicht meine Frage. Ja, ich weise dann nochmal darauf hin, dass es online geht. Er will mir helfen, aber er geht also gar nicht auf meine Frage ein. Ich habe ihn gefragt, ob er Englisch versteht. Ja, das versteht er. Also er weiß nicht, was ich will. Mhm. Aber er will auch nicht bestätigen, dass er das jetzt gelesen hat mit YouTube. Aber da ich das jetzt schon mehrfach geschrieben habe, kann er sich dann nicht rausreden. Ja. Dann habe ich geschrieben, dass alles gecancelt ist, also vorher. Und dass ich das jetzt aufzeichne und dass es online geht. So, was ich will ist, also er soll das System checken, alle meine Tickets und akzeptieren, dass ich gekündigt habe. Und dann möchte ich eine Mail darüber haben, dass das erledigt ist. Ja, so. Und jetzt schreibt er mir wieder, dass da irgendwas offen ist, also diese sogenannte AWS-Geschichte. Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben, dass ich an dritter Position, ich war da noch am Schreiben, ne, auch meine Zahlung zurückhaben will. Er will aber erst irgendwas machen, wenn der Service terminiert ist, also wenn der von mir gekündigt ist. Ich kann nichts da finden, habe ich ihm geschrieben. Außerdem habe ich bereits in den Tickets gekündigt. Äh, Er schreibt mir, er kann nichts machen, wenn ich den Service nicht gekündigt habe. Ich habe ihm geschrieben, ich habe bereits gekündigt im Ticket. Was er versteht nicht. Ich schreibe ihm, dass es in der EU auch üblich sein muss, dass ich per einzelnen Klick kündigen kann. Äh, auch wenn ich das im Chat schreibe oder in einer Mail. Ich kann schreiben, ich kündige alle Services. Ja, und dann muss das möglich sein, nach der neuesten Rechtsprechung. So, oder beziehungsweise man muss mir dann eben genau sagen, wo ich was finden muss, aber nicht, dass ich da jetzt noch lange suchen muss oder so. So, ich habe Services, ja, die finde ich aber nicht. Das haben wir ja nun eben schon gesehen. So, bitte verstehe, ich habe bereits alles gekündigt und ich in den Tickets selbst, er soll nochmal nachgucken im Januar. Da schreibt er immer wieder das Gleiche. So. Also für Amazon AWS ist es eben wichtig, dass quasi weil ihre Sicherheitsanforderungen so hoch sind, dass ich nicht anders vorgehen kann. Also es wird kompliziert gemacht, damit der Kunde nicht aus diesem Vertrag rauskommt. Das ist die einzige Begründung. Ja, so. Äh, Ich schreibe, wenn da was drin ist, lösch es oder lösch das ganze System von mir aus. Ich habe keine Lust mehr weiter zu diskutieren. Ja, ich gebe es jetzt ins YouTube hoch und mein Rechtsanwalt wird sich kümmern. Äh, so, und jetzt ist aber plötzlich ein ganz anderer Link, den ich jetzt sehe. Jetzt tut sich hier was. So, also der Link ist jetzt hier mal ganz neu, wenn ich das jetzt nicht richtig sehe. Können wir mal reinklicken. Nö. No Web ACL
Ach so, weil das eben nochmal das Fenster nicht mit aufgezeichnet worden ist. Ich muss das separat aufzeichnen. Ich habe ja diesen Link da unten angeklickt, den er mir dann unten angegeben hat. Und hier seht ihr also, was ich eben auch schon was ihr hören konntet. Ja, das ist genau der Link, den ich angeklickt habe. Er sagt hier No Web ACLs found. Also da ist nichts. Ja, aber sie haben da irgendwo was im System drin. Die sollen ihr ganzes System löschen und oder von, ich weiß nicht. Also, ja, oder sollen sie die Server alle abschalten oder die Server wegschmeißen, wenn die nicht fähig sind, ihre Verträge zu handeln. Aber sie sollen ihre Kunden nicht nerven. Das ist zum Kotzen. So, okay, ja, jetzt mache ich das Video fertig.